Also generell, ja, alle Feature-Requests, alle Wünsche etc. werden von den Community-Managern weitergeleitet, landen dann auch am Ende beim Willi auf dem Tisch. Es wird immer sehr viel diskutiert, also wir haben Ideen, das reicht uns für die nächsten Jahre eigentlich. Das Problem ist halt auch immer, wie und wann man das umsetzt. Manchmal Schnellschüsse können nach hinten losgehen. So Idee wäre der Schlachtkreuzer, der am Anfang gehasst wurde, wie noch was. Mittlerweile ist er akzeptiert, aber ja, da muss man immer grundsätzlich vorsichtig sein. Aktuell ist das nicht vorgesehen, aber alles ist möglich. Dabei wäre es natürlich auch möglich, dass wir an den aktuellen Body-Items was ändern. Ob es neue Laufzeiten, neue Preise sind, da ist alles möglich. Neue Features aus Tools übernehmen wir immer gern. Das haben wir bei Argo bzw. Anti-Game Origin auch schon getan. Darüber hinaus stellen wir auch Möglichkeiten anderen Tools zur Verfügung, wie zum Beispiel die API-Keys für Spionage- und Kampfberichte, für zum Beispiel TrashSim, OGMM und weitere Tools. Das machen wir immer gern, arbeiten auch sehr eng mit den Entwicklern zusammen und in der Regel werden solche Einbauten immer frei sein. Also generell ist es so, dass die sogenannten unnötigen Forschungen, also sprich die Ausbaustufen, die wir gerade nicht brauchen, nie verschwendete Ressourcen sind. Wir haben da einige Ideen. Ich kann ein bisschen spoilern, der Alex hat heute Morgen eine ganz tolle Idee gehabt, aber lass mal lieber. Ja, bitte. Tu dir keinen Zwang an. Reitest mir nicht Okay. rein. Ach, Willst du? nee, tatsächlich nicht. Okay. Da kommt da wieder sowas wie Flottenversicherung raus und dann sind sie ganz verunsichert wieder und dann kriege ich einen Haufen mehr. Nee. Ja, grundsätzlich, wir überlegen natürlich, was wir da machen können, um dem ganzen Sinn zu geben, und da werden noch Sachen kommen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch nicht wirklich viel sagen. Wobei wir für die Graviton-Forschung eine ganz nette Idee hatten von der Sammlung, die wir durchgeführt haben in der Community. Das wäre zum Beispiel die Möglichkeit, über höhere Stufen die Sprungtore von Buddies oder Allianzmitgliedern mit zu benutzen, um schneller durchs Universum zu reisen. Soll man den dann noch ordentlich abfangen? Nee, das machen wir nicht. So ist schon schwer genug zu teilen. Ansonsten haben wir da schon Ideen bekommen, auch mit Hilfe von Argo und dessen Entwicklern. Dort wurde schon viel rumprobiert mit 2 Flottenseiten. Das hat uns aber alles noch nicht in Gänze gefallen. Also wir haben so viele Möglichkeiten im Flottenversand, das auf 3 Seiten zu lassen, ist einfach besser. Wir haben vor 10 Jahren schon angefangen, eine Mobile-App zu schreiben. Auf Symbian noch. Auf Symbian, ich hatte mal ein Symbian. Wir waren tatsächlich ganz vorne mit dabei. Also wir haben viel ausprobiert, auch in den letzten Jahren wieder. Wir haben Screenshots veröffentlicht, um Feedback zu sammeln. Wir hatten ein paar Tests laufen, das auch mit unseren ehrenamtlichen Helfern zusammen. Es hat uns aber noch nie wirklich zufriedengestellt, was dabei rausgekommen ist. Daher haben wir das für den Moment erstmal beerdigt. Ist aber durchaus möglich, dass wir zum Beispiel für die mobile Ansicht wieder Anpassungen vornehmen, die es auf Handys wieder einfach zu handhaben macht. Ein Teil unserer Restrukturierung im November war ja auch, dass wir uns von Mobile erstmal komplett verabschiedet haben. Der Markt ist einfach unglaublich schwierig. Wir versuchen derzeit das, was dieses Jahr noch hinbekommen. Zum jetzigen Standpunkt nur innerhalb der gleichen Community. International ist eine Idee, die wir auch schon hatten, die wir auch schon durchdiskutiert hatten, aber da ist natürlich technischer Aufwand mit verbunden, da wo man erstmal abschätzen muss, wie man das alles baut, damit man auch das Balancing der anderen Länder nicht kaputt macht. Also als Beispiel, wenn ich jetzt OGM.de nach OGM Japan merchen lassen würde, wäre das nicht sonderlich gut. Ihr habt alle keine Familie, oder? Ja, eher unwahrscheinlich, würde ich mal behaupten, oder? Also wir haben irgendwann mal aus Spaß ein 50-fach-Uni laufen lassen, um das Redesign damals zu testen. Das endete dann darin, dass jemand sich ein Brötchen holen gegangen ist und bis er zurückkam, war die Flotte weg. Ja. War aber spaßig. Ja. Spaß Ja. ist was. Es macht immer Spaß, QAs zu bashen, aber nein. Ja, allerdings unsere Event-Universen laufen in der Regel mit bis zu 10-facher Geschwindigkeit. Das kann man mal 2 Wochen überleben, mehr aber nicht.
Und das sind Schlagzeilen, die muss man gar nicht haben. Davon abgesehen haben wir aber bei den beiden letzten neuen Universen schon mit 6-facher Geschwindigkeit rumprobiert. Das kam ganz gut an, die Spieler sind glücklich und das noch im Rahmen der Möglichkeiten. Wir probieren natürlich auch immer andere Settings aus, wie verringerter oder erhöhter Deuteriumverbrauch. Also wir sind da offen für alles. Das hat ein wenig mit der Geschwindigkeit unserer Entwicklung zu tun. Früher haben wir immer sehr lange, teils 1-2 Jahre bei Redesign oder AKS daran gearbeitet. Das haben wir jetzt merklich beschleunigt, wodurch auch ein bisschen weniger Zeit ist, um neue Versionen vorher anzuteasern. Wir versuchen uns da aber immer Mühe zu geben, um das rechtzeitig Bescheid zu geben. Spielen es auf unseren Testuniversen auf, damit man sich da ausprobieren kann. Und wir tun unser Bestes. Da ist der PM schuld, ganz bestimmt. Da bin höchstwahrscheinlich ich schuld oder Tom. Auf jeden Fall haben wir zum Beispiel relativ viele neue Leute am Projekt durch die Umstrukturierung, wodurch man sich erstmal wieder einspielen muss die Tools kennenlernen, die komplexen Systeme, um Events zu starten. Ich denke aber, wir sind da merklich besser geworden und in den letzten Wochen liefen auch wieder alle Events so, wie sie sollen. Das interessiert mich auch, Kai. Ja, sag doch mal. Weil der Willi faul ist. Ich wollte sagen, der Support ist schuld. Nein, wir können den nicht ändern. Generell, ja, natürlich gebe ich den Spielern recht, das ist nervtötend, aber wir vergessen sich nur wieder, wir gucken das, was wir da hinbekommen und wieder auf Up-to-Date zu bekommen, aber Kriegen wir hin. Kriegen wir? Kriegen wir. Der PM hat gesagt, er kriegt's hin. Muss Teamler sein, um drauf zu kommen, ne? Ja, genau. Also wir haben auf Origin 4 Testuniversen, 2 sind ganz öffentlich für alle Spieler verfügbar. Eins kriegt immer die aktuelle Beta-Version, eins die nächste Alpha-Version. Und ansonsten gibt es noch 2 geschlossene Universen für unsere Teams und die Toolentwickler, damit die sich da ausprobieren können, ohne jemanden zu stören. Genau, also ja, gerade wenn ein Toolentwickler Dinge tut, kann es passieren, dass Sachen querschießen. Da muss man vorsichtig sein, damit wir natürlich nicht den Spaß für andere Spieler ruinieren. Aber wenn er auf die Server wollt, kommt doch ins Team. Wir treffen uns so einmal im Jahr in Heidelberg, so lustig. Teamwork werden wir immer brauchen. Genau. Wer helfen will, ist immer willkommen. Das Problem besteht immer noch, man kann aber, wenn man da Sorgen hat, immer gerne den Support kontaktieren, dann kümmern wir uns direkt darum. Lösungsmöglichkeiten gibt es auch, kann aber zu Problemen führen, wenn der Gründer einfach inaktiv wird und noch Premium-Währung im Account hat, dann ist er das halt einfach für immer. Und in solchen Fällen kann nur der Support weiterhelfen und macht es auch gern. Ja, also das ist eine Prozedur, die wir schon seit Jahren haben. Einfach kurz ein Ticket schreiben und innerhalb von ein paar Stunden ist es erledigt. Marketing können wir immer besser machen, aber das reine Performance-Marketing, wie wir es bislang gemacht haben, ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir müssten da schon noch einiges tun und unsere Hausaufgaben machen. Sind wir immer noch nicht auch 2 Jahre später da, wo wir eigentlich sein wollen. Aber für ein 10 Jahre altes Spiel braucht sich OGame tatsächlich nicht zu schämen. Fast 15. Fast 15, ja. Haben wir gerade erst 10 Jahre gefeiert? Nein, ist schon fast Oder war 5 das Jahre lustig? her. Okay. 15 Jahre? Fühlt sich noch viel, viel frischer Oktober an. das sind Spiel. 15. Grillen? Da grillen wir auf jeden Fall. Also auch wenn unsere Präsenz da vielleicht nicht sonderlich groß zu sein scheint, sind wir dennoch da aktiv, lesen auch viel und versuchen auch so viel wie möglich aus dem Forum rauszuziehen. Also an neuen Vorschlägen bzw. Meldungen sind wir immer interessiert. Und wir haben damals das Projekt auch mit der Community zusammen gegründet, um dort Feedback sammeln zu können, um Fragen zu stellen, um neue Versionen zu besprechen und das funktioniert auch immer noch ganz gut. Das werden wir auch weiter so machen. Das ist ganz einfach, sobald es die Community in Wien oder um Wien organisiert. Dann kommen wir einfach vorbei. Was Und wir irgendwas werden wir schon mitbringen. Wir können auch Tassen mitbringen. Genau. Okay, jetzt läuft's. Echt? Darf ich jetzt? Ich wurde ein paar Mal gefragt, welchen Stellenwert hat OGame eigentlich in der Firma? Das kommt immer wieder auf. Auch die erste Frage war, glaube ich, ist OGame noch rentabel?
OGame gehört wie kein anderes Spiel zu unserer DNA. Ich bin jetzt, anders als die anderen zwei neben mir, seit fast einem Jahr schon 10 Jahre hier. Jeder 10-Jährige bekommt von der Firma ein 3D-gedrucktes Schiff und das ist natürlich ein guter alter Schlachti auf einem Edelstahlteil. Dann kommt irgendwie so ein Willi daher, bringt ein viel größeres Schiff. Vorsichtig. Das hat angefangen, das haben wir dem Gründer von Metin 2 in Korea mal als Gastgeschenk mitgebracht und der war unglaublich begeistert. OGame ist das Gameforge-Spiel schlechthin, wird es wahrscheinlich auch immer bleiben.